Stellt euch vor, ein Audi Q8 steht monatelang in einem Industriegebiet. Ordentlich geparkt, verschlossen, aber niemand holt ihn ab. Ein aufmerksamer Bürger meldet das Fahrzeug bei der Polizei und denkt sich, wer es findet, darf es behalten. Aber halt, ist das wirklich so einfach? Nach dem Intro erzählen wir mehr dazu. Willkommen zu Law & Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Ich bin Rechtsanwalt Michael Kehren und neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow. In der heutigen Episode geht es um einen gefundenen Audi Q8 und einen vom Gericht zerstörten Traum. Ja, genau, Michael. Heute sprechen wir über einen Fall, der zeigt, dass zwischen ich hab's gefunden und mir gehört's eigentlich ein gewaltiger rechtlicher Unterschied besteht. Ja. Das OLG Celle hatte eine Entscheidung getroffen, den Traum eines Finders zum Platzen brachte, wie schon aus dem Titel herauszuhören war. Ja, ich bin auch schon ganz gespannt, wie man einen Q8 finden kann. Ja, aber bevor wir in unseren spektakulären Audi-Fall eintauchen, erklär uns doch mal, wie funktioniert eigentlich das Fundrecht in Deutschland? Viele Leute denken ja, gefunden gleich behalten. Ja, wenn es so einfach wäre, wäre es natürlich schön, aber das deutsche Fundrecht ist tatsächlich ziemlich komplex, aus meiner Sicht zumindest. Die Vorschriften befinden sich in den Paragraphen 965 fortfolgende BGB. Dort heißt es einleitend, wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, erwirbt nach bestimmten Voraussetzungen das Eigentum daran. An sich nimmt, das klingt erstmal simpel, ist es aber nicht, oder? Nein, an sich nehmen bedeutet nach der Rechtsprechung des BGH nichts anderes als in Besitz nehmen, also tatsächliche Sachherrschaft erlangen über diesen Gegenstand. Das bedeutet, ich muss die Sache physisch kontrollieren können. Ja, das ist ein wichtiger Stichpunkt für diese Folge. Vereinfacht gesagt, stell dir vor, du findest einen Geldbeutel auf der Straße. Erst wenn du ihn aufhebst und einsteckst, hast du ihn an dich genommen. Ist soweit für jeden verständlich. Nur hinschauen und der Polizei Bescheid sagen, reicht eigentlich nicht. Du musst die tatsächliche Herrschaft oder Sachgewalt über die Sache haben. Ein solches Szenario wäre allerdings unwahrscheinlich, wenn es um eine Geldbörse geht. Ja, also jeder ehrliche Bürger würde die Geldbörse natürlich direkt zur Polizei oder zum Fundbüro bringen und den Fund anzeigen. Aber es gibt doch bestimmt noch mehr Voraussetzungen, oder? So einfach kann man ja nicht zum Eigentümer werden. Genau richtig gesehen, Michael. Es müssen mindestens die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Zum einen, die Sache muss verloren sein, also besitzlos sein, aber nicht herrenlos. Das ist ein wichtiger Unterschied. Man muss die Sache finden und an sich nehmen, wie wir gerade besprochen haben. Man muss den Fund ordnungsgemäß anzeigen und zuletzt, nach Ablauf bestimmter Fristen, wird man dann Eigentümer der Sache. Ja, jetzt wird's spannend. Ja, besitzlos oder verloren ja gegen herrenlos. Kannst du das nochmal erklären? Das verwechseln bestimmt viele. Ja, das ist eine gute Frage, die hätten uns wahrscheinlich unsere Zuschauer und Zuhörer ohnehin in den Kommentaren gestellt. Also eine verlorene Sache hat noch einen Eigentümer, der die Sache aber einfach nicht mehr besitzt. Ja, zum Beispiel, weil er sie vergessen oder verlegt hat. Das wären die typischen Beispiele. Eine herrenlose Sache dagegen hat gar keinen Eigentümer mehr. Das heißt, der frühere Besitzer hat sein Eigentum einfach bewusst aufgegeben. Ja, etwas weggeschmissen, ohne den Willen, es wieder zurückzuerlangen. Bei herrenlosen Sachen greift übrigens Paragraph 958 BGB. Da kann häufig schon durch bloße Inbesitznahme Eigentum erworben werden. Das ist ja wie ein rechtliches Minenfeld so ein bisschen, ne? Das ist sehr spitzfindig. Was passiert, wenn ich alle Voraussetzungen erfülle? Ja, dann bist du nach Paragraph 973 BGB Eigentümer. Aber Achtung, das dauert. Also bei Sachen im Wert von bis 10 Euro ungefähr 6 Monate. Bei wertvolleren Sachen sogar bis zu 3 Jahren. Und vorher musst du die Sache in den meisten Fällen ordnungsgemäß bei der zuständigen Behörde abgeben. Ja, 6 Monate, 3 Jahre, in jedem Fall eine Ewigkeit. Jetzt haben wir die Theorie mal besprochen. Lass uns mal schauen, wie das in der Praxis aussieht, denn ich bin jetzt ganz heiß auf den Audi Q8, der für ordentlich Wirbel gesorgt hat. Was ist da passiert? Okay, ja, also die Geschichte hinter dem Urteil ist wirklich ein wenig ungewöhnlich. Sonst haben wir immer so die Standardurteile mit Standardsachverhalten, aber das ist wirklich seltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da steht ein Audi Q8 und wir reden hier nicht von irgendeiner Rostlaube. Ja, jeder, der sich mit Fahrzeugen auskennt, weiß, was ein Audi Q8 ist. Wir sprechen hier von einem wirklich wertvollen Fahrzeug. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß geparkt und in einem verschlossenen Zustand im Industriegebiet in Niedersachsen abgestellt worden. Ja. Und jetzt bin ich eben verwirrt, ja, weil ordnungsgemäß geparkt und verschlossen. Das klingt jetzt nicht gerade nach verloren. Gut, klingt auch nicht nach herrenlos, weil dann wäre es nicht verschlossen gewesen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, wie man darauf kommt, dass ein Q8, der ordnungsgemäß geparkt und verschlossen ist, in einem Industriegebiet verloren gegangen ist. Also einer dachte, er wäre sehr schlau. Das ist so die Einleitung zu der Antwort auf die Frage. Genau das ist nämlich der Knackpunkt. Also der Beklagte in dem Fall des OLG Celle entdeckt das Fahrzeug und denkt sich, da steht hier schon ewig, das muss verloren sein, also meldet er es brav der Online-Wache der Polizei und macht gleich mal vorsorglich Eigentumsansprüche geltend. Vorsorglich Eigentumsansprüche. Der war mal optimistisch. Ja, wie ging es dann weiter? Ja, der hatte wohl schon mal was von Fundrecht gehört oder es irgendwie selbst vielleicht nachgelesen.
Die Polizei macht dann Fotos, führt einen Vorgang an, aber sagt ihm dann, wenden Sie sich bitte an die Stadt, die ist für den ruhenden Verkehr zuständig. Also schreibt der Beklagte der Stadt eine E-Mail und meldet seine Eigentumsansprüche an. Die Stadt lässt erstmal das Fahrzeug abschleppen auf ihrem Betriebshof, wie so üblich, und dann beginnt das große Ermitteln. Das Auto ist auf eine GmbH zugelassen, laut dem Urteil, was ich gelesen habe, deren Geschäftsführer aber nicht mehr auffindbar ist. Ja, alle Zustellversuche laufen im Ergebnis ins Leere. Ein Geistereigentümer also oder einer, der abgehauen ist oder was auch immer. Was macht der Finder dann? Ja, der lässt nicht locker. Klar nicht, bei dem schönen Fahrzeug. Ne? Monatelang bombardiert er die Stadt mit E-Mails, beruft sich auf das Fundrecht und will sein Eigentum haben. Ja, so formuliert er das tatsächlich. Die Stadt sagt dann schließlich irgendwann, nö, du bist nicht Eigentümer geworden. Und dann passiert etwas echt Interessantes, was ich so auch noch nie erlebt habe. Die Stadt erhebt eine sogenannte negative Feststellungsklage. Also heißt, man muss wirklich so lange nerven, bis die Stadt endlich dann Präventivmaßnahmen in Anführungsstrichen ergreift. Das bedeutet, sie will gerichtlich feststellen lassen, dass sie dem Finder nicht zur Herausgabe verpflichtet ist. Ja, ziemlich clever gemacht, denn ja, so muss der Finder jetzt beweisen, dass er wirklich Eigentümer geworden ist. Ja, in der Tat. Finde ich auch einen schlauen juristischen Schachzug. Und ich kann mir schon denken, wie sehr die bombardiert worden sein müssen mit Anfragen, Nachfragen, E-Mails, Telefonanrufen, dass sie sich hier da überlegt haben, wie werden wir den cleveren Typen los. Ja? Aber es finde ich äußerst ungewöhnlich für eine Behörde, auch in einer solchen Konstellation. Ja? Wie ging es dann weiter? Ja, die Stadt sitzt auf einem wertvollen Auto und weiß nicht, was sie damit machen soll. Der ursprüngliche Eigentümer ist weg. Der Finder behauptet, es gehöre ihm. Da will man rechtliche Klarheit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, und ehrlich gesagt war das auch sehr klug, denn das Landgericht in der ersten Instanz gibt dem Finder sogar zunächst Recht. Ja, die Richter sagen, doch, der ist Eigentümer geworden, die Stadt muss das Fahrzeug rausrücken. Kannst du dir vorstellen, wie sich der Typ gefreut hat? Ja, natürlich. Ja. Audi Q8 als Finderlohn, davon träumen wahrscheinlich viele, ich auch. Ja. Aber ich ahne nicht nur schon, sondern ich weiß, dass die Geschichte nicht zu Ende ist, denn ich habe ja auch gut aufgepasst. Dann erzähl mal weiter. Genau, richtig. Die Stadt geht dann in Berufung zum OLG Celle und dann wird es richtig interessant, denn die Richter dort sehen den Fall eigentlich komplett konträr. Spannung pur oder auch nicht. Ja, wenn ihr den Fall ebenfalls spannend findet, gebt uns gerne mal einen Daumen nach oben und bewertet unseren Podcast. Ja. Und jetzt, bevor wir zur Entscheidung kommen, was denkst du denn? Hat der Finder alle Voraussetzungen erfüllt? Naja, auf den ersten Blick könnte man denken, Fahrzeug steht monatelang rum, niemand meldet sich, der Finder zeigt es brav an, aber der Teufel steckt natürlich im Detail und deswegen gar nicht so einfach. Ja, und im Detail heißt, an sich nehmen, haben wir ja vorhin besonders hervorgehoben, diese Formulierung, hätte der Finder eigentlich auch im Gesetz nachlesen können, wenn er so schlau war. Ja, aber das haben wir ja alle gelernt. Es steht im Gesetz, immer gut lesen, aufmerksam und wortwörtlich nehmen. Ja? Der Finder hatte gar keinen Schlüssel, oder? Ja, natürlich nicht. Und das ist der Knackpunkt. Das Fahrzeug war verschlossen und der Beklagte hatte keine Schlüssel. Er konnte es nicht fahren oder irgendwie auf eine andere Art und Weise kontrollieren. Er hat nur gesehen, dass das Fahrzeug da steht und ist gemeldet, aber an sich genommen im rechtlichen Sinne eigentlich eine Fehlanzeige. Der Moment der Wahrheit. Was hat das OLG Celle also entschieden? Ein echter Realitätsschock für den Finder. Das OLG Celle hat der Berufung der Stadt stattgegeben und dem Finder eine klare Absage erteilt. Das Gericht hat systematisch alle Voraussetzungen abgeklappert, so wie wir es vorhin auch gemacht haben bei der Erläuterung. Erstens, war das Fahrzeug überhaupt verloren? Die Richter sagen, ist schon fraglich. Ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug, verschlossen, in einem gut erreichbaren Industriegebiet, spricht wohl eher dafür, dass der Besitzer es bewusst dort abgestellt hat. Sehe ich auch so. Aber der Finder hat wahrscheinlich gesagt, er stand doch monatelang da und wurde nicht bewegt. Ja, genau das dachte er. Aber die Richter argumentieren natürlich sehr clever. Nur weil sich der Eigentümer lange nicht meldet, heißt das nicht automatisch, dass er Besitz aufgegeben hat an dem Fahrzeug. Vielleicht hat er das Auto ja gar nicht rechtmäßig erworben. Stichwort Diebstahl oder Unterschlagung, wollte deshalb nicht zur Polizei. Aber das Gericht lässt die Frage sogar offen, denn der Knackpunkt liegt woanders, bei dem an sich nehmen. Ja, und da wird es richtig interessant. Der Richter oder die Richter am OLG zitieren eine alte BGH-Entscheidung von 1952. Das Fundrecht ist also schon sehr lange geklärt. Und zwar an sich nehmen bedeutet in Besitz nehmen, also tatsächliche Sachherrschaft erlangen. Und die hatte unser Finder natürlich nie. Ja, aber er könnte doch argumentieren, ich habe es der Polizei gemeldet, die haben es fotografiert, das reicht doch. Ja, das hat er auch genauso vorgetragen, natürlich. Aber das Gericht sagt klipp und klar, nein, eine bloße Anzeige bei der Behörde genügt hier nicht. Du musst die Sache physisch kontrollieren können. Unser Finder hatte aber, wie gesagt, keinen Schlüssel, konnte das Auto weder fahren noch anderweitig bewegen, also keine echte Sachherrschaft oder Gewalt über die Sache.
Ja, wie hätte er das Fahrzeug denn dann an sich nehmen können? Hätte er das Fahrzeug durch Abschleppen an sich genommen oder wie haben die Richter dann das, oder ist es überhaupt ausgeführt worden im Urteil, was er hätte tun müssen? Gibt es eine Anleitung fürs Finden von Fahrzeugen? Nein, aber dafür sind wir ja da. Ja, also es ist schon ein gutes Argument, sehe ich auch so. Das Gericht geht sogar aber noch weiter in der Geschichte. Selbst wenn man eine erweiterte Definition des Ansichtnehmens zuließe, wie es manche Gerichte bei bewachten Fundsachen zum Beispiel ausgeurteilt haben, würde es hier nicht helfen. Denn unser Finder hat das Auto weder bewachen noch abschleppen lassen. Andernfalls hätte es vielleicht geklappt. Ja, also aus meiner Sicht hätte er es abschleppen lassen und irgendwo bei sich verwahrt erstmal, wäre er vielleicht einen Schritt weitergekommen. Na, jetzt komme ich mal um die Ecke. Ja, was ist denn mit einem mittelbaren Besitz? Also könnte er nicht argumentieren, dass die Stadt das Auto für ihn verwahrt hat? Ich fürchte, genauso hat er auch argumentiert, mit einem halbwegs schlauen Anwalt wahrscheinlich. Das Gericht prüfte das natürlich auch, aber die Stadt hatte nie einen Besitzmittlungswillen. Also im Gegenteil, sie hat von Anfang an gesagt, dass sie den Vorgang nicht als Fundsache betrachtet und bestreitet die Eigentumsansprüche des Finders. Und das hatten wir ja auch so erklärt am Anfang. Und zum Schluss prüft das Gericht noch Paragraph 958 BGB, also die Aneignung herrenloser Sachen. Aber auch da, das ist ja aus unseren einleitenden Sätzen sozusagen klar gewesen, absolute Fehlanzeige. Ein ordnungsgemäß geparkter, wertvoller Audi ist einfach nicht herrenlos. Der Eigentümer hat sein Eigentum einfach nicht aufgegeben und das ist hier offensichtlich. Wenn das abgeschlossen war, wäre ich auch auf die Idee jetzt wirklich nicht gekommen. Also wie gesagt, wären die Fenster runtergekurbelt gewesen, die Türen auf oder was auch immer, dann hätte ich vielleicht da über herrenlos, also aufgegebenes Fahrzeug, vielleicht weil es geklaut war oder was auch immer. Ja, aber dann wäre es ja übrigens auch jetzt auch nicht gereicht bei einem geklauten Fahrzeug, oder? Das ist ja dann abhanden gekommen. Also das mit dem Aneignung herrenloser Sachen wäre ich auch nicht drauf gekommen. Aber damit hat unser Finder ja dann doch wirklich einen Realitätsschock erlitten und eine Vollbremsung bekommen. Ja? Was bedeutet das faktisch? Ja, ganz einfach, der Finder geht leer aus, das war jetzt das Ergebnis. Die Stadt muss ihm das Auto nicht herausgeben und er hat auch keine sonstigen Ansprüche. Das Fahrzeug bleibt daher erstmal bei der Stadt, bis sich der wahre Eigentümer meldet oder andere rechtliche Schritte eingeleitet worden sind. Ja, und er hat auch noch eine Menge Prozesskosten zu tragen. Das Auto war ja nicht günstig, ordentlicher Streitwert, selbst mit Abschlägen für die Feststellungsklage, aber seltsamer Fall. Was können wir daraus lernen? Ja, die wichtigste Lektion, Fundrecht ist komplizierter als man denkt. Nur weil etwas irgendwo herumsteht und verlassen aussieht, kann man das nicht einfach an sich nehmen oder beanspruchen. Man muss die Sache tatsächlich wirklich faktisch an sich nehmen und darüber Sachherrschaft ausüben können. Und das bedeutet mehr als einfach nur eine E-Mail an die Polizei wie im hiesigen Fall. Und dazu noch ein Tipp. Wenn ihr wirklich etwas findet, gebt es ordnungsgemäß bei der zuständigen Behörde ab. Dann habt ihr wenigstens Anspruch auf Finderlohn. Das ist besser als gar nichts, würde ich sagen. Ja, danke, Igor. Das war's für heute. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert unseren Podcast. Bewertet uns gerne und erzählt euren Freunden davon. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, schreibt uns. Wir freuen uns auf euer Feedback. Wenn du dich für rechtliche Fragen zum Eigentumserwerb an Fahrzeugen interessierst, dann musst du unsere letzte Folge zu dem Thema anschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis gleich.